Hallo und herzlich willkommen bei Entschachtelt und wir werden heute das DJI Mic auspacken. Wireless Funkmikrofone für Vlogger, Interviewer, für alle, die ein bisschen weiter unterwegs sind. Wir schauen uns an, wie das Ganze klingt, was drin ist, was es kann und ob es die aktuell 250 Euro wert ist. Schauen wir es uns an. So, da haben wir das Mikrofon, DJI Mic Wireless Microphone. Das Set, wie ich gehört habe, DJI bis 250 Meter, ja, Dual Channel Recording, also mit zwei Geräten Stereo aufnehmen, liegen ja eh zwei bei, bis 14 Stunden Aufnahmezeit auf den Geräten. Das heißt, egal, wenn euch was daneben geht, die Verbindung abbricht, was auch immer, es ist auch noch als Sicherung auf dem jeweiligen Sender mit aufgenommen. Portable and Compact, ja, das werden wir sehen. Weite Kompatibilität und 15 Stunden Batterielaufzeit, allerdings mit dem Ladecase, was hier beiliegt. Uiuiuiui, oben nichts, wie immer, absolut professionell. Ich habe das Rode Wireless Go Mikrofon, das erste noch. Das hatte ein paar Probleme für mich, sowohl was Anbringung als auch wirklich manchmal Audioqualität hatte. Hören wir uns das hier mal an. Erstmal die Unboxing-Audioqualität. Ja. Geil. Papierschnipsel abgezogen. So, wie öffnen wir denn dieses Paket? Und Sesam, öffne dich. Da. Erstmal Informationen, was denn in der Box liegt. Ein Case, ein Receiver, zweimal Transmitter, eine Tasche, ein Hotshoe-Adapter, zwei Windschutze, Schutzens, tote Katzen. Ein Lightning-Adapter, damit man das auch auf iPhone anschließen kann, und ein Typ-C-Adapter für alle anderen Geräte. Wobei mittlerweile, ab jetzt auch USB-C auf iPhone. Camera Audio Cable, 3,5 mm TRS-Stecker, Anleitung, 2 Magnetclips, sehr interessant für mich. Und Charging Cable. Oh, das klappt man auf, aber uiuiui, okay, uiuiui. Sonst nichts mehr. Ganz schön schwerer Brocken. So, schauen wir noch kurz, was hier drin ist. Ja, diese wundervolle Tasche mit. Oh, verschiedene Fächer. Na gut. Hier USB-A auf USB-C Kabel. Dann ein winziges 20 cm verlinken Steckerchen TRS, wie man sieht, an 2 Ringen. Was haben wir denn noch so in dem kleinen Überraschungssäckchen? Oh, wie süß. Oh, niedlich. Das war übrigens auch einer der nervigen Punkte beim Wireless Go, die anzubringen. Ist hoffentlich hier einfacher. Und dann noch das super Papierzeug. Umweltfreundliche Entsorgung. Gut, dass man das schon mal auf dem Papier gedruckt hat. Dann noch Garantie. Und die Sicherheitsvorschriften, Safety Guidelines und der Quick Start Guide, Version 1.0. Sonst noch was? Nichts. Das Material ist ja ein bisschen festerer Stoff und riecht muffig. So, jetzt aber hier das musste ich nicht mal öffnen. Das Unboxing-Ergebnis sieht man direkt hier und kann man es im Licht sehen. Hier ist so ein bisschen geriffelt. Vielleicht hört man das. Bisschen geriffelt. Hier unten haben wir noch
4 kleine LEDs für die Ladeanzeige. Hier Schmutz. USB-C-Port zum Laden des Cases. Und oben ein DJI. Und jetzt erstes Öffnen. Da, 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 da. Oh. 3 Leuchten und alles leuchtet rot. Alles geht. Disco. Alles geht an. So. Ja, was haben wir denn da? Erst. Knopf gedrückt. Erstmal. Oh, der ist aber winzig. Der ist aber echt. Uiuiui. Und die magnetische. Also. Ja, die hält. Da muss man sich. Das macht man dann an den Klamotten dran. Also zum Beispiel das drinnen oder draußen, je nachdem, wie man es lieber hat. Und dann den Magnet dran. Wie man hört man das? Hat man das gehört, wie stark der ist? Ja. Sehr gut. Und eine Klammer, je nachdem, was man alles lieber hat. Schon sehr winzig. Hier oben 3,5 mm Stecker hier. Für sowas. Nur als Beispiel jetzt gerade, weil das Kabel beiliegt. Das Mikrofon. 2 LEDs. Einmal eine LED, die euch sagt, ob ihr aufnehmt, und einmal eine LED, die sagt, dass ihr verbunden seid mit dem Empfänger. Dann noch USB-C-Anschluss. Das braucht ihr, falls ihr zum einen das Ganze laden möchtet ohne Case und zum anderen, um an einen Computer anzuschließen, um da die Dateien, die hier drauf gespeichert werden, runterzuziehen, falls ihr braucht. Dann noch einen Ausschalter, unten die Ladepins und hier haben wir einmal den manuellen Aufnahmeknopf und Pairing-Knopf. So. Ein Mikrofon. Das andere Mikrofon exakt gleich. Auch geriffelt hier an der Oberfläche. Das. Und riechen wir mal. Riechen wir mal am Case. Oh, das riecht nach. Das ist ungewöhnlich. Das riecht nach Sportplatz. So eine Mischung aus Tennisplatz und Sportschuh. Würde ich jetzt mal sagen. Man merkt direkt, magnetisch wird das Ganze hier in der Halterung. Was ist das denn? Ja. Da kann ich entscheiden, ob ich denn eine Klammer hierfür bräuchte oder nicht. Zeigen wir es nochmal kurz in der Kamera. Dieses kleine Hot Shoe Adapter, also für diese ganzen Sliding Slots für Kameras und so. Da kann man dann das hier anbringen, anbringen über der Kamera, je nachdem, wo euer Hot Shoe steckt. Und dann habt ihr immer an der Kamera direkt die Infoanzeige. Dann noch die 2 Adapter. Machen wir mal den Lightning Adapter hier als Beispiel. Der sitzt ganz schön fest. Eieiei. Und dann könnt ihr das Ganze an eurem Telefon anbringen. Zack, passt sogar in die Hülle. Und ihr habt direkt die Anzeige, falls ihr damit aufnehmen möchtet am Handy. Übrigens möchte ich euch noch zeigen, hier der Ausgang, Audioausgang und ein Überwachungskopfhörer, falls ihr da eure Aufnahmen direkt überwachen wollt, könnt ihr da eure Kopfhörer anschließen. An Ausschalter auch hier USB-C und raus jetzt wieder hier raus ohne das Idee. Oh, das steckt fest. Eieiei. So, wie gesagt, einmal USB-C und einmal Lightning. Dann gucken wir noch mal kurz hier drauf aufs Display. Display. Ja. Muss ich also nein, okay. Mal wieder unser Koreanisch, Deutsch. Was haben wir denn? 23. Ja, der DJI. Und da zeigt er auch direkt die Pegel an. Ich kann auch sehen, so, weil ich jetzt direkt reinspreche, sehe ich, dieses ist das linke
Und dieses ist das rechte. Und wenn ich das hier jetzt ausschalte, oh, dann da ist ein Vibrationsmotor drin. Das vibriert wie ein schlechtes chinesisches Handy, aber es vibriert. Ey, das überrascht mich jetzt. So, jetzt haben wir nur von einem Mikrofon, also ist die Anzeige komplett da. Und ich werde mir das Mikrofon direkt mal schnappen. Hier die tote Katze anschließen. Ja. Es ist einfach nur ein Kreis, den man richtig arretieren muss und dann dreht man es rein, um es zu sichern. Nicht zu weit, sondern einfach nur um eine 90 Grad Bewegung. Dann hat man das. So. Da werde ich jetzt mal eine Aufnahme testen, wenn ich Rec drücke. Oh, vibriert es. Und da sieht man das rote Licht. Das bedeutet durchgehend, es ist verbunden. Oh, hier auch noch. Der rote Punkt. Aufnahme. Und dies ist meine sexy Stimme aus ungefähr 10 cm Abstand. Herzlich willkommen bei Entschachtelt, eurem Unboxing- und Unsinns-Review-Kanal bei YouTube. Es ist sehr klein und süß. Ach komm, ich hole jetzt einfach mal kurz die Rode Wireless Go, damit wir sehen, Größenvergleich, wie ist das mit den beiden. Da sieht man mal den Rode im Vergleich. Circa DJI ist 1 Millimeter höher, ist ohne Clip genauso dick, mit Clip bisschen dicker, weil beim Rode der Clip flacher anliegt, aber halt viel schmaler. Also viel schmaler. Mikrofon oben ist auch ein bisschen größer. Das hätte ich mir natürlich noch gewünscht, dass es umgekehrt wäre. Also, dass dieses Teil Magnet wäre und das hier eine kleine Metallplatte, aber es scheint eher, als wenn das hier die Metallplatte ist und das hier der Magnet. Das hier hätte ich sonst überall dran hängen können, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Es ist ganz, ganz, ganz zart magnetisch, aber nicht so wie das hier, dieses Plättchen. Dann noch eine kleine Anmerkung nach dem Schnitt. Natürlich kann man mit dem Magneten dran das Ganze überall dranhängen. Die Idee ist mir ehrlich gesagt beim Unboxing nicht gekommen, aber jetzt einige Zeit später hat sich mein Hirn beruhigt und ja, mit dem Magnet an der Rückseite dran kann man es an jegliche Metalloberfläche anhängen, was unglaublich praktisch ist. Sehr, sehr, sehr geil. So, weiter geht's im Video. So, das ist das Set. Wir haben gehört, wie es klingt. Das war das Unboxing. Ich werde es jetzt ausprobieren, ob es mir denn gefällt. Wie das Ganze funktioniert, wie die Soundqualität ist, wie der Empfang ist, all das, die Empfindlichkeit. Das ist nämlich für mich gedacht zum Vloggen in erster Linie. Beim Vlogging ist es mir natürlich wichtig, dass man den Hintergrund trotzdem noch hört. Es darf nicht zu viel rausfiltern. Es darf nicht zu viel von den Hintergrundgeräuschen rausnehmen. Es sollte zwar meine Stimme klar darstellen, aber nicht nur meine Stimme und alles andere wird ignoriert. Von daher bin ich mal gespannt, ob das Vlogging geeignet ist. Ich werde es euch erzählen. Das war's jetzt für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst Fragen da. Drückt der Glocke. So, jetzt habe ich Leute getriggert. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye.